Sie gehörte ganz früher in Counter-Strike zu den beliebtesten Maps, die Aztec. Die Map wurde früher nicht nur in Clan Wars, sondern auch auf Public-Servern häufig gespielt. Ich konnte ein exklusives Interview mit dem Designer der Map, Chris Orty, führen. Ob es die Aztec auch im richtigen Leben gibt, welche Verbesserungen Chris heute machen würde und ob wir die Aztec vielleicht auch bald in Counter-Strike 2 sehen werden, das erfahrt ihr in diesem Video. Wenn wir über die Aztec sprechen, dann müssen wir natürlich über den Schöpfer der Map sprechen. Chris Orty ist einer der bekanntesten Map-Designer der Counter-Strike-Geschichte. Sein Nickname Nabi oder Barney. Der Brite hatte etliche Maps für den offiziellen Counter-Strike-Map-Pool erschaffen. Zum Beispiel DE Inferno, eine der beliebtesten Counter-Strike-Maps aller Zeiten. Aber auch DE Vertigo wurde von Chris erstellt. Und könnt ihr euch noch an ES Frantic erinnern, eine der ersten Escape-Maps? Oder an diese Map hier mit dem Staudamm oder auch an DE Airstrip? All diese Maps hat Chris erschaffen. Ach ja, und für die Turnierserie CPL hat er DE Clan 1 Mil und DE CPL Fire erstellt. Die Idee für DE Aztec kam Chris im Jahr 2000 beim Fernsehgucken. I definitely remember that it was kind of inspired a lot by a TV show that I'd been watching, some Discovery Channel thing about the Mayans or about like ancient temples and stuff like this. And I felt kind of just an interesting environment to build. You had, water and stone and you could kind of mold them as you wished. You didn't have to be so realistic. Ein richtiges Vorbild gab es also nicht für die Map. Die Aztekenstädte wird man also nicht im Real Life finden. Als weitere Inspiration diente Chris damals DE Dust. Er fand die Map großartig, da sie einen einfachen Aufbau hatte. Das war auch sein Plan für DE Aztec. Er wollte keine Map mit unübersichtlichen Gängen bauen, sondern eine klare, strukturierte Map. I wanted to make something that was clean, something that was pretty simple in terms of the amount of options that you had, in terms of the timing and the routes that you had. I don't particularly like mission spaces that have too many options, especially in multiplayer environments. I find, I personally get a lot of anxiety from that. I like the predictability of having sort of, 2 or 3 routes and having a general idea about where the enemies are coming from and where anyone is at any given point. So it was a big kind of driving force for me to build something that was pretty simple, pretty clean. Die Aztekenstädte baute Chris dabei recht simpel auf. Es gab einige Action-Bereiche, wie zum Beispiel, wenn die Terroristen aus dem Holztor kamen, wenn sie versuchten, über das Wasser zu den Bombspots zu gelangen oder wenn sie über die Brücke rushten. Diese Trivialität der Map sorgte aus meiner Sicht dafür, dass die Aztec zu Beginn sehr beliebt in der Counter-Strike-Szene war. Aztec war übersichtlich und es gab immer viel Action auf der Map. Auch die Helligkeit hat mir gut gefallen. Es gab keine dunklen Camper-Ecken, man hatte alles gut im Blick. Map-Designer Chris fand vor allem die unterschiedlichen Höhen sehr gelungen und auch die Brücke. Having that kind of the water channel below and the rope bridge above you, at least you could throw, flashbang smokes and other stuff in there. You had another option. So I was pretty proud of the fact that we had this kind of vertical split going on there. It wasn't just like a long corridor. And the fact that it would flow quite nicely as this figure 8 was also an area I was kind of pretty happy with. Als eine der ersten Maps hatte die Aztec dabei auch einige Trigger-Sounds. Wer zum Beispiel hier die Treppenstufen nach oben lief oder über die Brücke rannte, der löste einen Sound aus. So wusste das gegnerische Team sofort, wo ein Spieler war. Im Nachhinein ist Chris nur bedingt zufrieden mit den Sounds, die an bestimmten Positionen ausgelöst wurden. I actually had a few people kind of come to me and say, you've got these sound triggers, and they were using them to, figure out the positions of players as they were playing, and I've got a little bit of shit for that over the years, perhaps rightly so. So looking back, I would have changed some of that stuff and taken some of that out. I think there was also, way back in the day, there was the lightning strikes. If you triggered certain things, you would actually get like a bolt of lightning that could kill you. But that itself it introduced a level of randomness that you don't want in competitive games. It was a kind of funny little quirky gimmick, but it wasn't quite suitable for, competitive play. Außerdem muss man sagen, dass gute AWP-Spieler auf der Map einen großen Vorteil hatten. Der Rush über die Brücke zum Beispiel war oft sehr schwierig, gerade wenn eine gute AWP dort stand.
Im Nachhinein würde Chris deshalb hier einen zusätzlichen Gang erstellen, damit die Terroristen eine weitere Möglichkeit hätten, zum B-Spot zu gelangen. It had a lot of things that I think could have been improved on it for sure. The balance of the map was a little off. The timing was a little off. It was very hard for the terrorist team to sort of penetrate that area. Once it got locked down, especially if there was multiple, CT still alive. If it was like a 1 versus 3 or even a 1 versus 2, it was tricky to get up there. So yeah, I think an extra kind of route in there would benefit a lot. Timing of the mission overall, plus that, I think it would need a little bit of update for a map version today, let's say. Die Aztec wurde in der Beta 6.5 Version zum ersten Mal veröffentlicht. Chris hatte sie innerhalb von 2 Wochen erstellt. In Clan Wars wurde Aztec zu Beginn sehr häufig gespielt und es gab einige legendäre Plays. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an das Ace von Heaton gegen die Four Kings. Und auch an das zweite GameStar-Clan-Turnier mit dem Finale zwischen TAM und SBR. Noch 5 Minuten im Spiel. TAM gegen SBR im Finale Counter-Strike. SBR räumt hier ordentlich auf, doch der Letzte hat's nicht geschafft. Abermals ging die Runde an TAM. Die Aztec wurde mit der Counter-Strike 1.6 Version etwas überarbeitet. Die Brücke zum Beispiel war anders als in der 1.5 Version. Der T-Spawn bekam ein Update und auch die Bombspots wurden jetzt markiert. Die Änderungen in 1.6 geschahen übrigens nicht auf Wunsch von Valve. Chris hatte bei der Map-Gestaltung freie Hand. Was viele nicht wissen, es gibt auch einen Nachfolger von Die Aztec. Chris Orty hat nämlich im Jahr 2003 Die Aztec 2 erstellt. Die Map wurde allerdings nie offiziell veröffentlicht. Chris bietet sie aber zum Download auf seiner Homepage an. It was kind of finalized, as in it's a playable map, but it never had a lot of iteration on it. It never got a lot of playtesting, so it could have a lot of issues. But I encourage people if they want to try it out or people want to make it work, make it better. Go right ahead. Fest steht auf jeden Fall, dass Chris Orty mit Die Aztec eine absolute Kult-Map erschaffen hat. In Counter-Strike 2 ist sie bislang allerdings noch nicht erschienen. Rechtlich gesehen steht einer Neuauflage der Map nichts im Wege. Chris hatte die Rechte an Die Aztec schon vor mehr als 20 Jahren an Valve verkauft. I would be excited to see it. I would be excited to see the things that could be done on that map to, again, with technology and as the games are progressing in terms of the engine and what they can render and the cool stuff you can do with regard to things like shaders and stuff. I would be excited to see a new version of Aztec 2. I don't have any information on that front, whether it's happening or not. I think a lot of it will be down to community. Does the community want that map? If there's enough interest in it, maybe. But it would be pretty cool to see that modernized. I've seen the Inferno remake as well on CS2, and it is unreal. It is super cool. I'm really, really excited by that. The work that went into it, the craftsmanship into bringing that into a modern engine is phenomenal. I'm completely humbled by it. Wir dürfen definitiv gespannt sein, ob die Aztec den Weg in Counter-Strike 2 finden wird. Und selbst wenn nicht, ich denke gerne an die Zeit von früher zurück und an die vielen, vielen Stunden, die ich auf der Map verbracht habe. Auch Map-Designer Chris Orty freut sich sehr darüber, dass er auch heute noch Mails von Leuten bekommt, die ihn auf die Map ansprechen. So for me, it has a huge special place in my heart. I'm extremely proud of it. I'm extremely, fortunate to have been part of it, and it was a really, really fantastic experience. Die Aztec von Chris Orty. Der Brite hat mit der Map definitiv ein Counter-Strike-Meisterwerk erschaffen.